Moin Leute, schönen guten Tag. Heute wollen wir mal mit richtig hartem, coolen Sonnenlicht arbeiten. Und ich habe heute das bezaubernde Model Laura hier. Ja, sie lebt auf Fuerteventura. Und was wir jetzt machen werden, ist, mit hartem Sonnenlicht zu arbeiten. Wir haben jetzt ungefähr 11:30 mittags auf Fuerteventura im Januar. Das heißt, wir haben so ein bisschen Wintersonne. Das spielt uns in die Karten. Das Licht kommt nicht ganz so hoch wie üblich, aber es kommt doch relativ stark auf das Model. Das erste, worauf ich achte, ist, dass die Blickrichtung des Models stimmt. Ich habe Laura eben schon gebeten, wenn man sich seitlich stellt und die Sonne seitlich kommt, dann würden wir einen relativ starken Nasenschatten werfen. Das heißt, Laura bitte ich immer nur in diesem Bereich zu posen, so dass wir damit arbeiten können. Und wir fangen einmal an und ich erkläre nebenbei noch ein, zwei Sachen dazu. So, yes, like you did, pose a little. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir bei diesem Look das Ganze nicht ausbrennen lassen. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich sehen könnt, aber wichtig, dass ihr Laura sehen könnt. Ich arbeite also eigentlich im Studio nicht so sehr mit dem Histogramm, aber hier mache ich das sehr wohl. Denn ich möchte unbedingt verhindern, dass die hellen Stellen ausbrennen. Denn wenn die erstmal weg sind, dann ist der Shot für den Eimer. Die dunklen Stellen kann ich später noch locker rausziehen. Deswegen ist meine Belichtung so, dass ich auf keinen Fall ausgebrannte Stellen in den Highlights habe. Einmal Laura. Ja. Und ihr seht, wir haben zwar relativ harte Schatten, das ist aber gar nicht so schlimm, denn durch die Posing-Richtung können wir sie relativ klein halten. I would like to ask you to put up the chin just a little higher, so we have no shadows in the eyes, yes? Amazing, yeah, you're doing great. Perfect, yes. Yes. And yes, perfect. Amazing. Just take a look to the wall, yes, amazing. Ihr seht, wenn wir die Blickrichtung sogar an der Sonne vorbei setzen, dass wir die Schatten sogar auf die Seite packen, wo sie gar nicht groß erkenntlich sind. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, was sind hier die Einstellungen? Ich arbeite hier gerade mit einer 4000stel Sekunde, einer ISO von 80, könnt es auch auf 100 machen, bis jetzt, ich reguliere damit meistens ein bisschen die Helligkeit während des Shoots, und einer Blende von 2.8. Ja, sehr schön. Great. You do amazing. Yes. Was sehr schön harmoniert, ist bei so einem Setup die Hautfarbe von Laura. I told them that the skin tone of you matches beautiful with the sand and the stone. Auf sowas versuche ich immer ein bisschen zu achten. Natürlich kann man auch mit helleren Hauttypen hier arbeiten, ist überhaupt kein Thema. Dann würde ich aber vielleicht zusehen, dass ich mehr den Sand einsetze oder irgendwie andere helle Stellen. Genau. Und was ich Laura auch schon gebeten habe, was sie gemacht hat, ist, sie hat die Haare auf die sonnenabgewandte Seite gesetzt, weil, ich mache mal ein Negativbeispiel, would you make for a negative example your hair to this side, so I can show them how bad it is when the hair is makes them to this side, yes. Yeah, great. Für mich persönlich ist es jetzt so, dass ihre Schattenseite, guck mal zu mir, take a look to me, yes. Yeah, this is a very bad picture. Ich wechsle zwischen Englisch und Deutsch, ihr merkt. Das ist ein sehr schlechtes Bild, denn wir haben das komplette Gesicht zur Hälfte im Licht und zur Hälfte nicht. Das heißt, wir haben sehr viel Schatten auf der einen Wangenseite, die Nase wirft hohe Schatten. Das wollen wir nicht. So I want to show how it's positive. The other side, yes, again, great. And take a look to me. Yes, even more with your view to this. Yes, yes, amazing. Great, yes, yes. So, das sind eigentlich schon die Basics. Ziemlich einfach. Laura macht das wunderbar. Als extra Tipp, wir haben Laura auch noch ein bisschen Sonnenöl aufgetragen, sodass die Haut noch ein bisschen glänzender ist und ein bisschen weicher. Ist persönliche Geschmackssache, kommt auch ein bisschen auf den Hauttypen des Models an.
Und jetzt shooten wir noch ein bisschen weiter. Euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Bye bye. So, just let's do a few shots for us. Maybe you can lean with the yes, and standing. So like a yes, amazing. Yes, yes, great. Yes, I love it. Yes, 3, 2, 1, done.